In diesem Video schauen wir uns einmal die Verstellung der Rechhöhe bei den Isobus-Schwadern im Detail an. Wir befinden uns jetzt aktuell im Home-Bildschirm, im sogenannten Control Center, und da sehen wir bereits rechts unten, dass eine Rechhöhe angezeigt wird, und wenn man jetzt auf die Rechhöhe klickt, gelangt man direkt in das Menü, mit dem man dann auch die Rechhöhe einstellen kann. Alternativ kann man sich natürlich durch die Menüs auch mit den Pfeiltasten links oben klicken, oder man öffnet mit den aus dem Schlepper bekannten 9-Punkte-Taste die Funktionen des Schwaders und gelangt auch so in die Höheneinstellung. Wenn wir jetzt beide Kreisel auf einmal verstellen wollen, haben wir hier in der Mitte entsprechend 2 Tasten. Man sieht dann auch, die beiden Kreisel werden grün angezeigt, solange sie sich bewegen, und die Rechhöhe ändert sich entsprechend. Natürlich bietet sich auch die Möglichkeit, den rechten oder den linken Kreisel einzeln zu verstellen. Dazu einfach die entsprechenden Tasten für rechts oder links verwenden. Wenn man jetzt auf dem Feld bei der Arbeit nach rechts umsieht und dann erkennt, dass man die Arbeitsbreite verstellen will, kann man auch am rechten Kreisel entsprechend die Arbeitstiefe so einstellen, dass sie passt, und dann mit der Taste hier oben drüber entsprechend auf den anderen Kreisel die Rechhöhe spiegeln.